Hallo zusammen, heute werden wir nichts herstellen, sondern die Maschine einstellen. Als allererstes wird diese neue Hydro-Den-Spanneinheit montiert. Danach der 3D-Taster kalibriert. Anschließend der Tiefenregler neu vermessen. Und abschließend der Kreuzlinienlaser neu eingestellt. Natürlich werden wir auch Anpassungen in den Makros vornehmen. Und los geht's. So sieht die neue Hydro-Den-Spanneinheit aus. Mir wurde erklärt, dass das so ein Öl ist. Und wenn man diese Schraube anzieht, dann dehnt sich dieses Öl aus und hält das Werkzeug fest, ohne Spannzange. Aber bevor das montiert wird, wollte ich wissen, wie genau meine Spindel und die Spannzangen sind. Und das wollen wir jetzt erstmal vermessen. Die Rundlaufgenauigkeit liegt irgendwo bei 0,015 mm. Ich muss zugeben, dass ich es ein bisschen besser erwartet habe, aber ist wie es ist, kann man nichts ändern. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch an einem Werkzeug messen. Dazu wird ein nagelneuer 10 mm Fräser von der Firma Garant eingespannt mit einer 10 mm Spannzange. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Werkzeug und die Spannzange noch nie benutzt, also das ist noch alles nagelneu. Hier kann man das Ergebnis sehen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also mit einem Zehntel habe ich jetzt nicht gerechnet. Um auszuschließen, dass der Fehler von der Messuhr kommt, habe ich noch eine zweite dran gebaut, aber das Ergebnis ist ähnlich. Da das Werkzeug und die Spannzange neu sind, bleibt nur noch die Überwurfmutter. Deswegen habe ich das gleiche auch mal mit einer anderen Überwurfmutter probiert. Aber auch hier ist das Ergebnis ähnlich. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich sehr erstaunt bin, weil ich fast nur Holz fräse und wenn ich mal durch NE-Metalle fahre, dann relativ human, also eher zu vorsichtig. Deswegen, also beansprucht habe ich jetzt die Spindel nicht besonders. Daher frage ich mich schon, woher die Rundlaufgenauigkeit kommt. Beziehungsweise Ungenauigkeit. Aber es ist wie es ist, also machen wir jetzt weiter. Nun wollen wir die Spanneinheit montieren. Es ist ziemlich selbsterklärend und mit den 3 kleinen Schrauben wird das Ganze noch fein gewuchtet. Das Auswuchten wollte ich mit einem 12 mm Fräser machen. Dieser Fräser sitzt so passgenau in der Spanneinheit, dass sich dahinter ein Luftpolster bildet und mir immer wieder den Fräser rausdrückt. Als nächstes wird die Messuhr montiert und ich muss sagen, das Ergebnis sieht ja jetzt schon sehr beeindruckend aus. Wie schon erwähnt, wird jetzt mit diesen 3 Schrauben die ganze Spanneinheit noch fein ausgewuchtet. Ich muss dazu sagen, ich habe 8 Anläufe gebraucht, also es hat auch ein bisschen gedauert. Aber so sieht das Ergebnis aus. Und ich muss sagen, ich bin absolut beeindruckt. Wir sind jetzt ziemlich genau bei der Rundlaufgenauigkeit von der Spindel selbst, also noch genauer kann es nicht werden. Kommen wir zum 3D-Taster. Das Werkzeug ist schon eingespannt. Ein 3 mm Einschneider. Ich möchte die Oberfläche geplant haben, deswegen kratze ich die Oberfläche an und fahre dann mit dem Handrad die Oberfläche ab. Das Ganze mache ich für den späteren Tiefenregler. Ich fahre auf einen ganz bestimmten Wert, nämlich Z 79 mm. Das mache ich, wie schon gesagt, um den späteren Tiefenregler einstellen zu können. Wir fahren auf die Parkposition, was auch meine Werkzeugwechslerposition ist, und referenzieren die Achsen. Als nächstes wird in CNC Craft der Assistent gestartet. Der Assistent unterstützt euch beim Kalibrieren des 3D-Tasters. Ihr werdet aufgefordert, die Werkzeuglänge zu vermessen und das machen wir jetzt. Als nächstes muss man einen Punkt anfahren, um eine 15 x 15 mm große Tasche fräsen zu können. Ich muss dazu sagen, ich mache das mit dem Handrad und ganz zum Schluss fahre ich auch noch 2 Makros ab, nämlich fahre auf eine bestimmte X-Position und auf eine bestimmte Y-Position. Hier kann man es schön sehen und wieso ich das so mache, erkläre ich später. Ich stehe mit dem Fräser etwa 2 mm über der Oberfläche, was etwas zu viel ist. Ist aber nicht weiter tragisch und deswegen starten wir jetzt. Die Tasche wurde gefräst und wir werden aufgefordert, die Tasche zu reinigen. Und das machen wir jetzt.
Mein 3D-Taster sitzt auf einer Schiene und kann dann so mechanisch herabgelassen werden. Als nächstes positioniert man sich ungefähr in der Mitte der Tasche. Nachdem das getan wurde, kann auch hier der Assistent gestartet werden. Der 3D-Taster fährt die Tasche ab und kalibriert sich. Auch ein 3D-Taster hat ein gewisses Spiel, sowohl mechanisch als auch elektrisch, und schaltet nicht in jede Richtung gleich. Aber das kompensiert die Software mit dieser Kalibrierung. Die Kalibrierung ist abgeschlossen und hier kann man das Ergebnis sehen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Tasche 15 x 15 mm groß wäre. Ich sehe gerade, das sind doch nur 12 x 12. Ja, und hier kann man auch diese feinen Unterschiede im Schalten sehen. Okay, machen wir weiter. Natürlich wollen wir wissen, wie genau unser Taster funktioniert. Deswegen positionieren wir ihn wieder in dieser Tasche und vermessen das Ganze. Wir rufen den Assistenten für Mitte Rechteck innen auf und vermessen erstmal die X- und anschließend die Y-Achse. Und hier das Ganze nochmal an der Maschine. Erst die X-Achse. Und dann die Y-Achse. Wir fahren etwas aus der Tasche und sagen, fahr uns XY0 an. Die Mitte der Tasche kennen wir, denn das war vorhin dieser glatte Wert. Und genau deswegen habe ich das gemacht. Ich habe einen glatten Wert gewählt, damit man diese Unterschiede besser sehen kann. Und hier kann man den Wert schön gegenübergestellt sehen. Nun wollen wir noch unsere Makros anpassen. Dafür öffnen wir den Makro-Editor und hier können wir zwei Makros sehen. 3D zu Spindel und Spindel zu 3D. Es ändert sich nur das Vorzeichen. Wir öffnen dann das Ergebnis aus der 3D-Kalibrierung und sehen hier einige Werte. Mit diesen müssen wir arbeiten. Dazu rufen wir den Taschenrechner auf und subtrahieren den großen minus den kleinen Wert und halbieren den dann. Anschließend wird dieser Wert dann noch auf den kleineren Wert, nämlich auf diese 68,125 aufgeschlagen. Und genau das ist der Offset zwischen Spindel und 3D-Taster. Das wird noch an den entsprechenden Stellen eingetragen und dann stimmt das auch alles wieder. Und das gleiche machen wir jetzt mit Y. Nachdem das getan wurde, speichern wir das Ganze und rufen dann unser Handrad auf. Und hier können wir die ganzen Makros sehen. Und auf der Taste 11 und 12 kann man sehen, fahr Spindel zu 3D und 3D zu Spindel. Und mit diesen zwei Tasten kann ich die Spindel immer zum 3D-Taster fahren und umgekehrt. Wir vermessen die Höhe mit so einem tiefen Regler, fahren dann ein Stück auf die Seite und sagen, fahr auf Z0. Und nun nochmal das Ganze in CNC Graph. Wir starten den Assistenten für die Höhe und sagen, vermessen uns die Oberfläche. Fahren dann, wie schon vorher gesehen, ein Stück auf die Seite und sagen, fahr auf Z0. Wie man hier sehen kann, stehen wir nicht auf 79 mm, sondern auf 79,175. Das heißt, wir müssen hier was korrigieren und das machen wir jetzt. Wir starten wieder den Assistenten und rufen den Taschenrechner auf. Dann tragen wir die aktuelle Tasterhöhe ein, die 38,94, und geben da die Differenz zu 79 mm, also diese 0,175 mm hinzu. Als Ergebnis kommt 39,115 raus, gerundet 39,12. Und nun vermessen wir das Ganze nochmal. Sicher ist sicher, deswegen fahren wir wieder ein Stück auf die Seite und sagen hier mit diesem Button Move Z0 und schauen uns das Ergebnis an. Wir stehen perfekt auf 79 mm. Das heißt, der Tiefenregler ist jetzt perfekt eingestellt. Kommen wir zu dem Kreuzlinienlaser, aber zuvor mache ich die Linse sauber. Ich glaube, das hätte ich schon früher machen sollen. Naja. Wir brauchen einen Gravierstichel und müssen deswegen das Werkzeug wechseln. Hier kann man nochmal schön sehen, wie einfach das geht. Mit einem 5er Innensechskant wird das Dehnfutter entspannt und das Werkzeug kommt raus. Diese Wechslerposition ist nicht gerade ideal. Das Handy steht mir im Weg und ein Pfosten. Deswegen sieht es vielleicht etwas unbeholfen aus. Aber ohne Werbung zu machen, also ich bin wirklich begeistert, es geht sehr, sehr einfach.
Mit einem Drehmomentschlüssel wird es dann einfach auf 6 Newton abgeknackt und dann kann es auch schon weitergehen. Mit dem Handrad werden einfach 2 Linien hineingefräst, ohne irgendein Programm oder ähnliches. Der Laser wird aktiviert und dann optisch an diesen Linien ausgerichtet. Ich werde sehr oft gefragt, was für ein Laser das ist. Das ist ein Kreuzlinienlaser von der Firma Hedü, Typ PL2. Auch hier wollen wir noch die Makros anpassen. Wir gehen wieder in unseren Makro-Editor und rufen uns das entsprechende Makro auf. Hier in meinem Beispiel Hedü zu Spindel und Spindel zu Hedü. Auch hier wieder ändert sich nur das Vorzeichen. Hier ist die Anpassung wesentlich einfacher. Man muss es nur ablesen. Und zwar Rx und Ry. Diese 2 Werte muss man eintragen. Nachdem das gespeichert wurde, gehen wir nochmal in unser Handrad. Und da kann man sehen, ist es die Taste F3 und F4. Mit diesen 2 Tasten springe ich immer wieder von der Spindel zu dem Kreuzlinienlaser und umgekehrt. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für euch was dabei, nicht zu technisch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.